Herzlich willkommen zurück bei Licht ins Dunkel der Mystery-Schulen. Episode 3: Der Osiris-Zyklus, Tod, Magie und die Wiederauferstehung des Intellekts. Heute setzen wir eine Spur fort, die wir bereits in unserer ersten Episode über 2001 eine Odyssee im Weltraum gelegt haben. Damals haben wir das Boot der Isis betrachtet, jenes himmlische Gefährt, in dem die Sonne durch den Kosmos reist und das Chaos bändigt. Wir haben die Auferstehung thematisiert, die in den Mystery-Schulen nicht als einmaliges historisches Ereignis verstanden wird, sondern als ewiger Zyklus von Tod und Wiedergeburt. Und wir haben bereits den Unterschied zwischen esoterischen und exoterischen Lehren angesprochen. Die äußere, für die Massen bestimmte Erzählung auf der einen Seite und die innere, nur den Eingeweihten zugängliche Wahrheit auf der anderen Seite. Genau an diesem Punkt knüpfen wir heute an und wir gehen sehr viel tiefer. Die Mystery-Schulen betrachten den Osiris-Zyklus nicht als bloße Göttergeschichte oder poetisches Märchen. Für sie ist dieser Mythos eine verschlüsselte Anleitung, ein kosmisches Drama, das die Funktionsweise des Intellekts, die Realität der Magie und den ewigen Kampf zwischen Licht und Finsternis beschreibt. Osiris steht in ihrer Lehre für die Sonne, das sichtbare Symbol des Lichts, welches Leben spendet und die Dunkelheit besiegt. Doch die Sonne ist für sie nur ein Schleier. Der wahre Gott, den sie verehren, ist Luzifer, der Lichtbringer, die reine Kraft des Intellekts, die den Menschen aus der Unwissenheit herausführt und ihn zur Mitschöpfung befähigt. Der deutsche Anthroposoph Rudolf Steiner beschreibt in seinen Vorträgen zur ägyptischen Geheimlehre in der Gesamtausgabe 106/107: Osiris ist der Repräsentant des geistigen Lichts, das in der Materie hinabsteigt. Sein Tod und seine Zerstückelung symbolisieren den Zerfall des einheitlichen Geistes in die Vielheit der materiellen Welt. Seine Wiederauferstehung durch Isis ist der Weg zurück zur Einheit. Ein Weg, der nur durch Erkenntnis und Initiation möglich wird. Der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung beschreibt in Symbole der Wahrheit und Aion, Osiris verkörpert das Selbst, das zerstückelt und verstreut wird, wenn das Bewusstsein die Einheit verliert. Isis ist die Anima, die weibliche Kraft der Seele, die durch Liebe und Magie die zerstreuten Teile wieder zusammenführt und das Ganze erneuert. Dieser Prozess ist gefährlich, denn wer die Kräfte der Psyche weckt, ohne sie zu beherrschen, wird von ihnen zerrissen. Die Mystery-Schulen lehren, dass Magie real ist, eine operative Wissenschaft, die unsichtbare Kräfte der Natur aktiviert und lenkt. Magie ist real und Magie ist gefährlich. Man sollte sie nicht anwenden, wenn man nicht weiß, was man tut, denn man kann niemals sagen, wer antwortet. Manly P. Hall fasst in The Secret Teachings of All Ages sinngemäß zusammen: Die Magie der Ägypter war keine bloße Zeremonie. Sie war eine Kunst, die die Grenzen zwischen Leben und Tod, zwischen Materie und Geist auflöste. Wer sie falsch anwandte, zog Kräfte an, die zerstören konnten. Wer sie richtig verstand, konnte das Universum nach Belieben formen. Die Legende beginnt mit Osiris, dem idealen König und Bringer der Zivilisation. Er lehrt die Menschen den Ackerbau, den Weinbau, die Gesetzgebung, die Medizin, die Musik und die Schrift. Er zähmt den Nil durch Deiche und Kanäle, organisiert die Bewässerung, macht das Land fruchtbar und beendet Barbarei und Kannibalismus. Er schafft ein goldenes Zeitalter der Harmonie, Gerechtigkeit und Weisheit. Für die Mystery-Schulen ist diese Herrschaft keine historische Erinnerung, sie ist die verschlüsselte Lehre vom Zustand, in dem die Menschheit unter der Führung des reinen Intellekts lebt, frei von Irrtum, Chaos und Unwissenheit. Doch genau diese Vollkommenheit ruft Neid und Widerstand hervor. Set, im Griechischen auch als Taifun bekannt,
Der Bruder Osiris versammelt 72 Mitverschwörer. Die Zahl 72 besitzt in den Mystery-Schulen, in der Kabbala und in vielen anderen esoterischen Traditionen eine sehr tiefe symbolische Bedeutung. Sie steht für vollständige Zerstreuung der ursprünglichen Wahrheit in viele Fragmente. In der jüdischen Kabbala existiert die Lehre von den 72 Namen Gottes, die aus 3 Versen im Buch Exodus, Kapitel 14, Vers 19 bis 21 gewonnen werden. Jeder Vers hat exakt 72 Buchstaben. Diese 72 Namen repräsentieren göttliche Kräfte oder Engel. Die Mystery-Schulen übernahmen diese Idee und interpretierten sie so: Die ursprüngliche einheitliche Wahrheit, das sogenannte verlorene Wort, wurde in genau 72 Teile zerbrochen und über die Welt verstreut. Nur der Eingeweihte, der alle 72 Namen kennt und sie richtig kombinieren kann diese Wahrheit wieder vollständig zusammenfügen. Astronomisch unterstreicht die Zahl 72 diesen Gedanken noch einmal. Der Tierkreis umfasst 360 Grad. Teilt man diese 360 Grad in Abschnitte von jeweils 5 Grad, die sogenannten Pentaden, welche die 36 ägyptischen Dekane präzise unterteilen, ergeben sich genau 72 energetische Felder. Außerdem benötigt die Sonne etwa 72 Jahre, um einen Grad Präzession zu durchlaufen. Ob 72 Engel der Kabbala, 72 Dämonen der Goetia oder 72 Sprachen der Welt, die Zahl 72 markiert immer die Grenze, an der die Einheit des Geistes in die Vielfalt der Materie zerbricht. Für die Eingeweihten ist sie die Landkarte der Zerstückelung des Osiris, die er wieder zusammensetzen muss. Taifun lässt heimlich Osiris Körpermaße nehmen und eine prächtige Truhe anfertigen, aus Zedernholz des Libanon, mit Gold, Elfenbein, Lapislazuli und Hieroglyphen verziert. Die Truhe duftet nach Myrrhe und Weihrauch und wirkt wie ein kostbares Geschenk. Beim großen Bankett stellt Taifun sie als Preis dar und kündigt an: Wer perfekt hineinpasst, erhält sie. Osiris passt exakt hinein. In dem Moment, als er sich hinlegt, stürmen die 72 Verschwörer heran. Sie werfen den Deckel zu, hämmern Nägel hinein, gießen verschmolzenes Blei über alle Fugen und versiegeln jede Ritze sorgfältig. Danach schleppen sie die Truhe zum Nil und werfen sie ins Wasser. Osiris erstickt in der engen, dunklen Kiste, ohne Luft, ohne Ausweg. Für die Mystery-Schulen ist die Truhe ein vielschichtiges Symbol. Äußerlich ist sie ein Kunstwerk, innerlich ein Sarg, ein Gefängnis, das den Tod bringt. Isis, die große Zauberin, schneidet sich eine Locke ab, legt Trauerkleidung an und macht sich mit Nephthys auf die Suche. Durch magische Mittel erfährt Isis, dass die Truhe ins Meer gespült und an der Küste von Byblos an Land getrieben wurde. In manchen Überlieferungen wird betont, dass sie diese entscheidende Information gerade von Kindern erhielt. Von spielenden, unschuldigen Kindern am Ufer, die die Truhe im Tamariskenbaum entdeckten oder von ihr sprachen. Die Kinder galten als besonders rein und nah am Göttlichen, weil sie noch nicht von den Illusionen der Erwachsenenwelt belastet waren. Ihre ungetrübte Sichtweise konnte verborgene Wahrheiten offenbaren, die den Erwachsenen verborgen blieben. Isis schleicht sich als Tagesmutter in den Palast ein. In der Nacht verwandelt sie sich in eine Schwalbe, flattert um die Säule und klagt ihr Leid. Schließlich offenbart sie sich als Göttin, lässt die Säule entfernen und nimmt die Truhe an sich. Isis bringt die Truhe in die Wüste Ägyptens und vollzieht magische Rituale, die den Körper Osiris für kurze Zeit wiederbeleben. Durch diese vorübergehende Wiederherstellung, Osiris lebt nur für einen einzigen Moment wieder auf, empfängt sie von ihm einen Sohn,
den jüngeren Horus, den späteren Rächer seines Vaters. Osiris stirbt erneut und Set findet die Truhe ein zweites Mal. Diesmal zerhackt er den Körper in 14 Teile und verstreut diese Teile über ganz Ägypten. 14, eine Zahl, die in den Mystery-Schulen tief symbolisch gesehen wird, denn sie entspricht den 14 Mondphasen oder bestimmten kabbalistischen Pfaden. Isis nimmt nun ihre zweite große Suche auf. Mit ihrer Magie und der Hilfe von Nephthys finden sie 13 der 14 Teile, alle außer dem Phallus, der generativen Kraft. Dieser Teil war in den Nil gefallen und wurde von 3 Fischen verschluckt, einem Symbol für das Zeitalter der Fische in ihrer späteren Deutung. Isis formt daraufhin einen goldenen Ersatz für den fehlenden Phallus. In der Alchemie steht Gold für den veredelten Intellekt und die Sonne selbst, das höchste, reine Licht, das aus der Materie geläutert wurde. Der goldene Phallus ist somit nicht nur ein Ersatz, sondern das Symbol für die vollendete Transformation. Der Intellekt, der durch Isis Magie wiederhergestellt wird, ist nun nicht mehr sterblich, sondern ewig, göttlich und schöpferisch. Genau wie die Sonne, die jeden Morgen neu geboren wird. Die Mystery-Schulen sehen in diesem Drama die ewige Wahrheit. Das Licht, Osiris oder Luzifer, wird verraten und zerstört. Doch durch Magie und Wissen, durch Isis, wird es wiedergeboren, stärker, reiner, unzerstörbar. Der Intellekt stirbt nie endgültig, er kehrt immer zurück. Isis ist für sie mehr als nur eine Göttin. Sie ist die personifizierte Institution der Mysterien, der Tempel selbst, die große Mutter, die alles Gute schützt und fördert. Sie ist der Mond, der nur durch das Licht der Sonne leuchtet. Osiris ist die Sonne, die Doktrin, die reine Wahrheit. Taifun ist die Perversität, die alles zerstört, und in ihrer Sicht steht Taifun für das Christentum, das die ursprüngliche Wahrheit verdreht und unterdrückt hat. Isis ist für die Mystery-Schulen nicht nur eine Göttin, sie ist das lebendige Symbol der gesamten Priesterschaft. Sie sucht das verlorene Wissen, sammelt die zerstreuten Teile des Lichts, vereint sie durch Magie und Rituale und bringt sie wieder in die Welt. Sie ist die Hüterin, die Mutter, der Tempel selbst und der Kanal des göttlichen Intellekts. Wo Isis wirkt, wirkt die Priesterschaft, und wo die Priesterschaft wirkt, wirkt Isis. Sie hat alles, was die sichtbare und greifbare Welt zu bieten hat, bis zur Perfektion gebracht. Doch genau an diesem Punkt setzt die Lehre der Mystery-Schulen ein entscheidendes Aber. Naturphilosophie allein reicht nicht aus. Sie führt bis an die Grenze des Materiellen, bis zur höchsten Form der irdischen Weisheit, aber sie kann das Unsichtbare, das Göttliche, das jenseits der physischen Gesetze liegt, nicht vollständig erfassen. Isis hat die Truhe geöffnet, die Teile Osiris gesammelt und den Körper wiederhergestellt. Sie hat durch ihre magischen Künste eine vorübergehende Wiederbelebung bewirkt. Dennoch fehlt etwas Entscheidendes. Der Phallus, die generative Kraft, das lebendige Wort. Dieses eine Teil wurde von den Fischen verschluckt, dem Symbol des Zeitalters der Fische, Pisces, das in ihrer Deutung mit dem Christentum gleichgesetzt wird. Die Mystery-Schulen interpretieren diese Lücke so: Die Naturphilosophie, so mächtig sie auch ist, bleibt unvollständig. Sie kann den Körper rekonstruieren, sie kann das Äußere wiederherstellen, aber sie kann die innere, göttliche Lebenskraft nicht selbst erzeugen. Um Osiris wirklich und dauerhaft auferstehen zu lassen, um den Intellekt, das Licht, Luzifer in seiner reinsten Form wieder in die Welt zu bringen, bedarf es mehr als nur der Weisheit der Natur. Es bedarf der höheren Magie
der geheimen Prozesse aus dem verlorenen Buch Thoths, der Blaupause der Schöpfung, der Initiation, die den Menschen selbst zur Brücke zwischen Materie und Geist macht. Rudolf Steiner beschreibt diesen Übergang in seinen Vorträgen zur ägyptischen Geheimlehre in der Gesamtausgabe 106/107 sinngemäß so: Isis repräsentiert die Seele, die durch Liebe und Weisheit die zerstreuten Teile des Geistes sammelt. Doch die wahre Auferstehung Osiris geschieht erst, wenn der Mensch selbst zum Träger des göttlichen Feuers wird, wenn der Intellekt nicht mehr nur beobachtet, sondern schöpft. Der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung sieht in Isis die Anima, die weibliche Kraft der Seele, die das Bewusstsein mit dem Unbewussten verbindet. Isis ist die große Mutter, die das Zerbrochene heilt, doch ihre Arbeit bleibt unvollständig, solange der Phallus, das schöpferische Prinzip, fehlt. Erst wenn der Mensch diesen fehlenden Teil in sich selbst wiederfindet, durch Individuation und Erkenntnis, wird die Ganzheit erreicht. Die Mystery-Schulen lehren daher, Isis hat die Grenzen der Naturphilosophie erreicht und damit auch deren Ende markiert. Alles, was mit rein rationaler, materieller oder beobachtender Weisheit möglich ist, wurde von ihr gemeistert. Doch um die finale Wiedergeburt zu vollenden, um das verlorene Wort wiederzufinden und den goldenen Phallus lebendig zu machen, muss der Eingeweihte über die Naturphilosophie hinausgehen. Er muss die höhere Magie erlernen, die Initiation durchschreiten und selbst zum Gefäß des Lichts werden. Nur so kann Osiris, der Intellekt, das Licht, Luzifer, nicht nur vorübergehend wiederhergestellt, sondern dauerhaft in die Welt zurückgebracht werden. Und genau das ist das ultimative Ziel dieser Schulen: die Rückkehr des goldenen Zeitalters, in dem der erleuchtete Mensch die Herrschaft übernimmt und die neue Weltordnung errichtet, eine Ordnung der Weisheit, nicht der Unwissenheit. Das ist die Lehre der Mystery-Schulen zu diesem Punkt. Sie sehen in Isis die Vollendung des Möglichen und gleichzeitig den Aufruf, darüber hinauszugehen. Das war der tiefe Einblick in Osiris, Isis, Horus und die Magie des alten Ägypten. In der nächsten Episode widmen wir uns der Initiation, dem geheimen Prozess, der den Menschen über die Naturphilosophie hinausführt, das verlorene Wort wiederherstellt und ihn selbst zum Träger des göttlichen Feuers macht. Wer diesen Schritt wagt, wird nicht mehr nur Beobachter der Welt sein, er wird ihr Schöpfer. Und genau dort liegt die größte Gefahr und die größte Verheißung der Mystery-Schulen. Die Frage bleibt, ob der Mensch bereit ist, selbst Gott zu werden, oder ob er für immer im Schatten bleibt. Bis dahin bleiben Sie wachsam.